Der Finanzsektor oder Banken können mit Blick auf die Erreichung der Klimaziele einen besonderen Beitrag leisten. Denn sie können Unternehmen bei der Transformation, das heißt die Umstellung von Geschäftsmodellen oder Technologien, finanziell unterstützen. Damit Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral ist oder sein kann, müssen Unternehmen ihre Geschäftsmodelle und Produktionsprozesse transformieren. Das heißt, Maßnahmen implementieren, die Treibhausgasemissionen reduzieren oder gar ganz vermeiden. Also zum Beispiel durch Implementieren von neuen Technologien, die Stärkung der Energieeffizienz oder auch das Implementieren von Methoden der zirkulären Wirtschaft, wie etwa Recycling. Wenn man sich die Verteilung der Treibhausgasemissionen in Deutschland ansieht, dann sieht man ganz genau, dass die Sektoren Industrie, Verkehr, Gebäude und Energie besonders hohe Emissionen aufweisen. Das heißt, insbesondere CO2-intensive Unternehmen in diesen Sektoren, wie etwa energieintensive Industrieunternehmen wie Stahlunternehmen oder Zementunternehmen oder auch Unternehmen mit einem Gebäudeportfolio, müssen einen wichtigen Beitrag leisten, um ihre Emissionen zu reduzieren. Es gibt beispielsweise auch Unternehmen, die nicht gut vorbereitet sind und damit ein finanzielles Risiko für den Finanzsektor darstellen. Unternehmen sollten mit Blick auf die Transformation jetzt tätig werden. Die Kosten des Nichtstuns werden später viel höher sein als die Kosten des Jetzt-Aktivwerdens. Und Unternehmen sind da auch nicht alleingelassen. Für Deutschland haben bereits viele wissenschaftliche Studien aufgezeigt, welche Dekarbonisierungshebel es in den einzelnen Sektoren gibt. Das heißt, diese können für Unternehmen als erste Orientierung dienen. Gleichzeitig gibt es auch viele Tools, die diese wissenschaftlichen Szenarien auch auf Unternehmensebene auf die konkrete Maßnahmenplanung übersetzen. Auch mit Blick auf die Berichterstattung gibt es bereits viele Guidance-Dokumente, die Unternehmen bei der konkreten Umsetzung unterstützen können. Und auch einige staatliche Förderinstrumente unterstützen Unternehmen finanziell bei der Umsetzung von Klima- und Energiemaßnahmen. Das heißt, Unternehmen sind hier nicht alleingelassen.